Die Welt steht weiterhin vor dringenden Umweltproblemen, die nach innovativen Lösungen verlangen. Unter diesen Herausforderungen sticht der Verkehr als ein entscheidender Bereich für Veränderungen hervor. Fahrzeuge sind nicht nur Annehmlichkeiten, sie spielen eine zentrale Rolle im Streben nach Nachhaltigkeit. Daher werfen wir nun einen Blick auf die vielfältige Landschaft der nachhaltigen Mobilität. Und wir hoffen auf eine Zukunft, bei der Fortbewegung im Einklang mit dem Schutz der Umwelt steht. Unsere Reise beginnt mit einer ernüchternden Erkenntnis. Der Verkehrssektor ist für rund 1/4 aller weltweiten Kohlenstoffemissionen verantwortlich. Die geschäftigen Autobahnen, die endlosen Flotten von Lieferwagen und die dröhnenden Flugzeuge über uns tragen alle zu diesem gewaltigen ökologischen Fußabdruck bei. Dabei gibt es längst Modelle einer nachhaltigen Mobilität, die es allerdings notwendig machen, unsere Reisegewohnheiten zu überdenken. Solche Bilder zeigen die tägliche Realität in den Ballungszentren der Welt, in denen Verbrennerfahrzeuge dominieren und enorm zur Luftverschmutzung beitragen. Um den Ernst der Lage wirklich zu verstehen, müssen wir die Alternativen ausloten, die einen umweltfreundlicheren Weg in die Zukunft weisen. Betrachtet man die Umweltauswirkungen verschiedener Verkehrsträger, so erweist sich der Schienenverkehr im Vergleich zum Straßenverkehr durchweg als die nachhaltigere Wahl. Züge sind in der Lage, eine große Anzahl von Fahrgästen oder erhebliche Frachtmengen über weite Strecken mit deutlich geringeren Kohlenstoffemissionen pro Kilometer zu transportieren. Der Kontrast zwischen der ruhigen Fahrt eines Zuges und den verstopften und emissionsreichen Straßen verdeutlicht die Vorteile der Schiene. Es geht nicht nur um Effizienz, sondern auch darum, die Umweltbelastung zu reduzieren. Trotz dieser Vorteile ist der Straßenverkehr aufgrund seiner Flexibilität und Bequemlichkeit nach wie vor vorherrschend. Die Herausforderung besteht darin, den Straßenverkehr so zu revolutionieren, dass seine Umweltbelastung verringert wird. Eine Aufgabe, die sowohl technologische Innovationen als auch politische Reformen erfordert. Die steigende Verbreitung von Elektrofahrzeugen markiert einen entscheidenden Wandel in der Automobiltechnologie, der darauf abzielt, die Emissionen von Fahrzeugen zu senken. Elektrofahrzeuge haben eine bemerkenswerte Vergangenheit. Das erste serienmäßige Elektroauto für den öffentlichen Verkauf wurde 1884 vorgestellt. Bald machten Elektroautos 1/3 aller Fahrzeuge auf den Straßen aus. Ihre Popularität sank jedoch um 1920 mit den Erfindungen von Henry Ford. Interessanterweise ist das, was wie eine moderne Technologie aussieht, eigentlich eine Wiederbelebung früherer Innovationen. Ein Foto aus dem Jahr 1917 zeigt eine Gruppe von Elektrotransportern in England. Sie werden gerade aufgeladen. Unternehmen wie Tesla haben die Führung übernommen und bewiesen, dass Elektroautos Nachhaltigkeit mit Leistung und Ästhetik verbinden können. Dieser Fortschritt ist entscheidend, da eine breitere Akzeptanz von Elektrofahrzeugen die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen erheblich reduzieren wird. Der Umstieg auf die Elektromobilität wird jedoch durch die noch nicht gegebene flächendeckende Ladeinfrastruktur gebremst. Das Wachstum des Marktes für Elektrofahrzeuge ist eigentlich ermutigend. Aber sein Erfolg hängt davon ab, ob die aktuellen Hindernisse überwunden und Elektroautos für alle zugänglich und praktikabel gemacht werden können.
Die Sektoren Luft- und Seetransport waren aufgrund ihres enormen Treibstoffbedarfs und ihrer internationalen Betriebsgrößen traditionell schwer zu dekarbonisieren. Fortschritte bei Wasserstoffantrieben versprechen zwar eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Innovative Projekte wie der Einsatz von Segeln auf Frachtschiffen haben jedoch gezeigt, dass die Integration alter Methoden mit neuen Technologien zu erheblichen Effizienzgewinnen führen kann. Da diese Branchen ständig neue Innovationen hervorbringen, wird der Schlüssel darin liegen, sie in großem Maßstab zu implementieren, um einen spürbaren Einfluss auf die globalen Emissionen zu erzielen. Das Verhalten der Verbraucher und die Regierungspolitik sind wirkungsvolle Instrumente für einen Umstieg auf nachhaltige Mobilität. Alternativen wie Carsharing, Radfahren und die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel können die Zahl der Fahrzeuge drastisch reduzieren. Um solche Veränderungen zu fördern, braucht es nicht nur die Infrastruktur, sondern auch Anreize und Vorschriften, die nachhaltige Verhaltensweisen gegenüber persönlicher Bequemlichkeit fördern. Wenn nachhaltige Entscheidungen als einfachste oder attraktivste Option erlebt werden, geht der Wandel voran. Er ist erforderlich, um den ökologischen Fußabdruck unseres Verkehrssektors zu verringern. Mit Blick auf die Zukunft zeichnen sich weiterführende Technologien im Verkehrswesen ab. Konzepte wie der Hyperloop und autonome Fahrzeuge könnten die Bedeutung von effizientem und nachhaltigem Reisen neu definieren. Solche Technologien können dazu beitragen, sowohl Reisezeiten und Kosten als auch Umweltbelastungen drastisch zu reduzieren. Der Weg zur nachhaltigen Mobilität ist mit Herausforderungen verbunden. Aber mit kontinuierlicher Innovation und Engagement kommt ein umweltfreundlicherer Weg in Reichweite. Die Zukunft des Verkehrs wird wie die Fahrzeuge von morgen dynamisch, effizient und vor allem nachhaltig sein. Unser Planet erstickt an den Abgasen seines eigenen Fortschritts. Der Verkehrssektor, der einen erheblichen Anteil an den globalen Emissionen hat, steht im Mittelpunkt dieser Umweltkrise. Die Dringlichkeit einer nachhaltigeren Mobilität war noch nie so groß wie heute, da unser derzeitiger Kurs weitere katastrophale Klimafolgen verspricht. Die Bilder veranschaulichen den desolaten Zustand vieler städtischer Umgebungen, die durch die Emissionen traditioneller Verbrennungsmotoren ersticken. Die Suche nach Alternativen zu unseren derzeitigen Verkehrsmitteln ist nicht nur eine Frage des Umweltschutzes, sondern eine Notwendigkeit für die Gesundheit und das Wohlergehen aller Bewohner der Erde. Der Umstieg von benzinbetriebenen Fahrzeugen auf Elektrofahrzeuge und Fahrräder kann den persönlichen CO2-Fußabdruck drastisch reduzieren. Elektrofahrzeuge produzieren keine Emissionen, wenn sie mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Die zunehmende Verfügbarkeit von erneuerbaren Energiequellen unterstützt den Wandel, weil Elektrofahrzeuge immer nachhaltiger werden, je grüner das Stromnetz wird. Darüber hinaus verbessern einfache Lösungen wie Radfahren und Zu-Fuß-Gehen nicht nur die Umweltbilanz, sondern auch die Lebensqualität in den Städten und die Gesundheit aller Menschen. Effiziente öffentliche Verkehrssysteme sind das Rückgrat einer nachhaltigen städtischen Mobilität. Städte wie Kopenhagen und Amsterdam sind Beispiele dafür, wie gut integrierte öffentliche Verkehrsmittel die Abhängigkeit vom privaten Autoverkehr reduzieren, Emissionen senken und sogar das Stadtbild verbessern können. Investitionen in den öffentlichen Verkehr dienen nicht nur den Umweltzielen, sondern fördern auch die soziale Gerechtigkeit, indem sie Mobilität für alle gewährleisten.
Die Verbesserung der Effizienz und Benutzerfreundlichkeit öffentlicher Verkehrssysteme kann die Gewohnheiten der Bevölkerung hin zu nachhaltigeren Verkehrsmitteln erheblich verändern. Innovation im nicht motorisierten Verkehr, also in der Fahrradtechnologie und der Fußgängerinfrastruktur, bewirken Fortschritte in der Mobilität. Moderne Fahrräder verfügen heute über verbesserte Sicherheitsmerkmale und eine ergonomische Gestaltung, auf die Menschen zugeschnitten. Städte, die diese Formen des Verkehrs bevorzugen, verzeichnen häufig einen Rückgang der Verkehrsstaus und eine bessere Gesundheit durch mehr Bewegung. Diese Fortschritte fördern einen aktiveren Lebensstil und bieten eine praktische Lösung für Kurzstrecken, wodurch der CO2-Fußabdruck der Städte weiter reduziert wird. Die Entwicklung von Hochgeschwindigkeitsschienennetzen und das Aufkommen umweltfreundlicher Flugtechnologien werden den Fernverkehr revolutionieren. Hochgeschwindigkeitszüge bieten eine schnelle, effiziente und emissionsarme Alternative zum Flug- und Autoverkehr über Kontinente hinweg. Länder wie Japan und Frankreich haben gezeigt, wie effektiv Hochgeschwindigkeitszüge zur Reduzierung der nationalen CO2-Bilanz beitragen können. Gleichzeitig wird durch Fortschritte in der Luftfahrttechnologie begonnen, den CO2-Fußabdruck des Flugverkehrs zu reduzieren. Der Übergang zu einer nachhaltigen Mobilität wird sowohl von politischen Entscheidungen als auch vom Verhalten der Verbraucher maßgeblich beeinflusst. Regierungen auf der ganzen Welt führen Anreize für den Kauf von Elektrofahrzeugen ein. Auch investieren sie in die Infrastrukturen für erneuerbare Energien. Politische Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Verkehrsmittel sind von entscheidender Bedeutung, aber ebenso wichtig ist die Bereitschaft der Verbraucher, diese neuen Technologien und Praktiken anzunehmen. Aufklärungskampagnen und Anreize können dazu beitragen, die Nachhaltigkeit im Verkehr in den Vordergrund zu stellen. Dies führt zu einem erheblichen Rückgang der globalen Emissionen und zu einer Verlagerung zugunsten einer nachhaltigeren Zukunft.